Herzlich willkommen bei meinem allerersten Video. Ich bitte euch um Nachsicht für mein Gestammel. Ich bin also noch ausgesprochen unsicher und hoffe, dass es trotzdem einigermaßen verständlich rüberkommt. In diesem Video geht es um das filterlose Aquarium, ein recht provokatives Konzept. Ich betreibe meine Aquarien seit den 80er Jahren nach genau diesem Konzept mit großem Erfolg. In den 1990er Jahren habe ich dieses Konzept in einigen Foren vorgestellt. Nach anfänglicher Skepsis wurde dieses Konzept mehrfach kopiert und ebenfalls mit großem Erfolg. Die herkömmliche Aquaristik wird mit starken Innenfiltern und Außenfiltern betrieben. Nach meinen Erfahrungen und auch der Erfahrung vieler meiner Kunden sind genau diese Aquarien davon betroffen, dass oftmals die Pflanzen nicht richtig wachsen wollen, dass es Algenprobleme gibt und dass die Fische sich offensichtlich nicht besonders wohlfühlen, weil sie kaum Farben zeigen und auch ihr normales Verhalten nicht zeigen. Diese Dinge habe ich nach langer Überlegung auf die Filterung geschoben. Ich nenne diese Filterung gerne Zwangsfilterung. Das resultiert daraus, dass das Wasser zwangsweise durch ein Filtermedium hindurchgepresst wird und dadurch sind die darin enthaltenen Bakterien bestrebt, alles, was an verwertbaren Nährstoffen darin vorhanden ist, aufzubereiten. Dabei verbrauchen sie sehr viel CO2 zum Aufbau ihrer Körpersubstanz und verwerten sämtliche Nährstoffe und verbringen sie in die höchste Oxidationsstufe. Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch das Eisen. Eisen als Spurenelement ist für die Pflanzen notwendig zur Produktion von Chlorophyll. Eisen können Pflanzen nur in einer instabilen Verbindung verwerten. Deswegen werden Eisendünger vielfach mit Chelatoren bestückt, die das Eisen binden und länger für die Pflanzen verfügbar halten. Die sehr starke Oxidationswirkung der Filterbakterien ist in der Lage, diese Chelatoren aufzuspalten und in ihren eigenen Stoffkreislauf zu integrieren und somit wird das Eisen freigegeben und wird schnell mit Phosphor zu Eisenphosphat reagieren. Dieses Eisenphosphat ist wasserunlöslich und fällt aus. Jeder kennt Eisenphosphat, wenn er zum Beispiel den Filter sauber macht. Der Schlamm darin ist immer etwas bräunlich-orange. Das ist die typische Farbe von Eisenphosphat. Grundgedanke ist dabei die Filterung von der zwangsdurchströmten Filtermasse wieder in natürliche Filterung umzuwandeln, die sich schwerpunktmäßig im Bodengrund und auf Wasserpflanzen vollzieht. Dabei entsteht bereitwillig auch wieder ein reduktiver Prozess, der dafür sorgt, dass also zum Beispiel das Nitrat reduziert wird in Nitrit, Nitrit und Ammonium. Dieses Ammonium wird von den Pflanzen besonders gerne aufgenommen und steht diesen damit wieder leicht zur Verfügung. Nitrat hingegen können Pflanzen auch aufnehmen. Sie benötigen allerdings für die Spaltung in Pflanzen verfügbare Stoffe sehr viel Energie. Diese Energie fehlt ihnen letztendlich wieder zur Produktion von pflanzeneigenen Speicherstoffen wie Stärke und Zucker. Die reduktiven Prozesse im Aquarium können letztendlich so weit gehen, dass dabei nicht als unterste Stufe Ammonium steht, sondern dass es also noch weitergeht in Lachgas und anschließend in molekularen Stickstoff, der im Wasser gelöst wird und dann an der Wasseroberfläche in die Atmosphäre entlassen wird. Eisenphosphat im Bodengrund zum Beispiel wird von den reduktiven Prozessen wieder aufgespalten und somit den Pflanzen wieder verfügbar gemacht und sorgt damit dafür, dass also die Pflanzen leichter verfügbare Nährstoffe und Spurenelemente zur Verfügung haben,
die damit das Pflanzenwachstum verbessern und damit dann zu einer Verbesserung der Wasserqualität führt. Der verbesserte Pflanzenwuchs sorgt dafür, dass also auch die Algen weniger Nährstoffe zur Verfügung haben. Dadurch wird insgesamt die Wasserqualität deutlich verbessert und die Fische zeigen wieder optimale Farben, fühlen sich wohl und treten bereitwillig auch in die Vermehrung. Wer Interesse hat, sein Aquarium zu einem filterlosen Aquarium zu machen, kann dies tun, muss aber vorsichtig in kleinen Schritten das Aquarium von gefiltert auf ungefiltert umstellen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man stückweise das Filtermedium oder die Filtermaterialien entfernt und die Filterleistung nach Möglichkeit drosselt, Stück für Stück, bis also fast nichts mehr herauskommt. Man kann auch die Filter, sowohl Innenfilter als auch Außenfilter, kann man umbauen, also pimpen und daraus sogenannte Diffusionsfilter Light machen. Ich sage mal Light, weil es keine richtigen Diffusionsfilter sind, sondern nur abgewandelte Diffusionsfilter. Der Diffusionsfilter ist ein Filterkonzept, das ich in den 1980er Jahren entwickelt habe. Das hat den gleichen Antrieb wie das filterlose Aquarium, nämlich die Diffusion. Und Diffusion ist der physikalische Prozess, der einen Stoffaustausch bewirkt, wenn Stoffe im Wasser in unterschiedlicher Konzentration vorliegen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn im Aquarium Wasser Nitrat vorkommt und im Bodengrund durch reduktive Prozesse dieses Nitrat reduziert wird. Damit ist also kein Nitrat mehr vorhanden, im Wasser schon, und es entsteht ein Ausgleich. Vollzieht sich zwar sehr langsam, aber er vollzieht sich. Zum Diffusionsfilter komme ich in einem späteren Video. Hier unten in der Beschreibung des Videos gebe ich einen Link zu meiner Homepage an, wo man über den Diffusionsfilter bereits vorab lesen kann. Für das filterlose Aquarium sollten einige Dinge Grundvoraussetzung sein. Eine davon ist der Bodengrund. Dieser sollte möglichst aus Sand bestehen, damit kein unnötiger Schlamm zwischen die einzelnen Steinchen gerät, der dann letztendlich unkontrollierte Fäulnisprozesse bewirken könnte. Der Sand sollte eine Mindeststärke von 5 cm haben. Eine weitere Grundvoraussetzung sind starker Besatz von Pflanzen, bevorzugt viele Stängelpflanzen, die dem Wasser entsprechend viele Nährstoffe entziehen und somit einen wesentlichen Bestandteil zur Wasserhygiene beitragen. Das filterlose Aquarium beinhaltet, wie schon gesagt, keinen Filter, auch keinen mechanischen Filter, denn tatsächlich gibt es keine wirklich mechanischen Filter, weil innerhalb weniger Stunden wird aus jedem Filtermaterial ein biologisches Filtermaterial. Trotzdem muss im Aquarium eine Wasserbewegung stattfinden, das heißt, man verwendet entweder die Filterung, die man vorher hat, allerdings dann ohne Filtermaterial, oder luftbetriebene Wasserbewegung, entweder durch Sprudelsteine oder durch Luftheber. Wichtige Voraussetzung ist eine ausreichende Beleuchtung, weil Licht ist der Antrieb der Pflanzen, ist die Energie, die Pflanzen zum Leben brauchen. Licht sollte ausreichend verfügbar sein, es muss nicht extrem stark sein, aber es darf natürlich auch nicht zu schwach sein. Die Pflanzen sollen nicht vor sich hin vegetieren, sondern die sollen wachsen. Entsprechend ist auch eine Kohlensäureversorgung, eine CO2-Versorgung angeraten, damit also möglichst kein Stoff ins Minimum gerät, weil letztendlich der Faktor, der im Minimum vorliegt, begrenzt das Pflanzenwachstum. Wenn ihr weiteren Interesse an dem Thema habt oder an weiteren aquaristischen Themen, dann abonniert bitte diesen Kanal,
bimmelt auch das Glöckchen, damit ihr keine Videos verpasst. Vielen Dank für euer Interesse.